Hey Leute, ich bin der L. Ich begrüße euch zu einem neuen Teil von Noire. Und wir gehen jetzt zum Auto. Überlegen jetzt mal, wo wir eigentlich hin können. Ich kann ja jetzt mal so ins Notizbuch gucken. Orte. Wir haben jetzt eh bloß den Wohnsitz. Okay. Dann fahren wir doch mal zu dem Haus von Black. Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Ach, gleich mal wieder ein Crash. Guter Einstieg in Part. Super. So muss. Er sagt, es ist keine Leiche da, Haufen Blut. Was natürlich seltsam ist, ist halt auch dieser Abholschein. But why leave the car? Well, obviously someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car, and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, folks. Doesn't add up. Das macht schon alles Sinn später. Ich weiß es. Whee! Did you read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, folks. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? Oh, I knew I should have driven. If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Bukowski. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Weg da. Ihr seht, ich bin ein sehr umsichtiger Fahrer. Na, dann gehen wir mal zu dem Haus von Black. Schauen uns das alles mal an. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Your Dann husband machen wir das drives doch a gleich. blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. At the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Na gut, dann sehen wir uns mal ein bisschen im Haus um. Come on. Ach so, die Details sind schon schön. Auch wenn sie jetzt wie dieses gerade keinen Sinn machen, aber spielt ja keine Rolle. Das ist genau dasselbe nochmal. Naja.
Nope. Ja, erstmal alles angrabbeln hier, gucken, neugierig sein. Ach, schon schön. So, gucken wir hier mal weiter. Was haben wir denn hier alles Nettes? Im Keller können wir nicht rein. Ich war gerade beim Polieren vom Tafelsilber. Kavanaugh's. So who brought this home? Mensch, wollte ich doch gerade. Hallo. Maybe Adrian was a patron. Also wir R&I should have an address. haben den... Mensch! Wir haben jetzt eine neue Adresse von einer Bar. Ey, ich wollte da noch weiter gucken. Hallo. Nein! Ich wollte gucken, ob man bei den Kippen was machen kann. Naja, gut. Wir können anrufen und jetzt uns vom Erkennungsdienst die Adresse geben lassen. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks. Das ist, glaube ich, gar nicht weit weg von dem Punkt, wo wir das Auto gefunden haben. Oder wo das Auto aufgefunden wurde. Auch nochmal. Ist schon auffällig. Mhm. Also die Barstreichhölzer sind schon viele. Da kann ich raus, ja. Beziehungsweise rein. Junk. Oxidol. Mhm. Toll. Waschmittel. Bügeleisen. Not much help. Na, ich gucke mir alles an, Leute. Aus Prinzip. Okay, hier scheint es aber nichts weiter zu geben in der Waschküche. Dann gehen wir doch mal raus. In dem Schuppen können wir nichts machen. Nee. Die Blumen irgendwas zu bedeuten? Nö. Aber da haben wir den Wasserboiler und da liegen auch noch ein Haufen Teile rum. Der ist noch gar nicht fertig. Jetzt dürfen wir puzzeln. Na. Tack. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Okay. Mhm. That can't be right. Okay, da stimmt was nicht. Das sieht ganz gut aus. Okay. Und natürlich das da rein. Jetzt fehlt natürlich da immer noch ein gewisses Stück. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Okay. Haben wir das soweit? Gehen wir wieder rein. Vielleicht finden wir auch im Haus noch irgendwas. Oder Leute, ich gehe mal einfach schnell einmal eine Runde rum. Am Briefkasten können wir nichts machen.
Hier scheint es mir aber auch nichts weiter zu geben. Ich gehe nochmal zu dem Schuppen da hinten. Nö, eindeutig nix. Okay. Ja, festgehalten. Festgehalten. Was sagt er eigentlich? I'm stumped. Make sure you cover Ideas? all the rooms. We don't want to miss anything. Okay, halt. Da haben wir doch die Broschüre für das Insta-Hit. I wonder if someone in the house bought this unit, knowing how they would use the parts. Da sieht man jetzt auch den Zusammenbau. Das wäre dann im Prinzip die Puzzlehilfe gewesen, aber es ist okay, wir haben es auch so geschafft. Da hat sich auch gezeigt, dass das im Prinzip genau das Teil war, was wir am Tatort gefunden haben. Hier haben wir eine Rechnung. This was only recently installed, not 2 days ago. Okay, haben wir hier auch wieder was entdeckt, was mit dem Fall zu tun hat. Ich möchte mich aber trotzdem noch weiter umsehen. This must be Adrian. Ein Brillenetui. Und eine Brille, die nicht mehr da ist. Selbe Firma zumindest, gut. Hier schauen wir uns natürlich noch das starke Foto an. Hä? Nicole. Die Ehefrau heißt nicht Nicole. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Hui. Hat sich hier wohl ein Eifersuchtsdrama abgespielt. So. Was ich auch seltsam finde, der hat hier sein eigenes Zimmer. Mhm. Ein Zugticket. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Ein fehlender Koffer, woher weiß er das? Okay, sonst hier noch irgendwas? Da wären, glaube ich, nochmal die Streichhölzer. Nimmt er mir aber jetzt schon gar nicht mehr auf. 2 Schlafzimmer, das ist schon seltsam für ein Ehepaar, also. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Sieht auch aus wie Drachen auf dem Foto. Kann ich nichts weiter mitmachen? In Ordnung. Naja, gucken wir noch weiter. Reagiert er mir nicht? Okay. Scheinbar haben wir schon einiges gefunden. Das ist cool, dass er sich in sein Notizbuch den Namen von seinem Partner schreiben muss. Okay, wir haben, glaube ich, wirklich alles soweit. Was haben wir da? Ist da noch was Interessantes? Okay. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Ich meine, sie ist ein bisschen aufgelöst, aber ich glaube tatsächlich, sie sagt die Wahrheit. Makes you say that about Morgan, ma'am. He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work.
Sie scheint mir immer noch ruhig. Ich versuche es mit Wahrheit. Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Dann fragen wir Did your mal, ob husband sie weiß, tell wo er you stecken where he was könnte. going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Da muss ich zugeben, bin ich mir gerade nicht so sicher. Okay, also lügen tut sie definitiv nicht, dann ist es die Wahrheit. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. I think you should come clean with us, Okay, Mrs. Alibi. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Okay. Ich glaub Is ihr there mal. anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Das zweifle ich gerade mal an. Also da ist jetzt ein bisschen... So you disposed of the new pair after you killed your husband. You made a mistake in leaving the old pair behind. I never did. How can you be Ist so ein bisschen heartless, hart. throwing around accusations at a time like this? Das war verkehrt. Okay, jetzt noch über das Foto von der fremden Frau, beziehungsweise nicht von der Tell us fremden about Frau, the von der photo fremden of Frau Adrian in the unterschrieben. bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Also das glaube ich jetzt nicht. You and Ein your Zweifel. husband are in separate bedrooms. What gives? Das war auch nicht richtig, dann war es eine Lüge. Margaret? Mist. No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it wasn't my choice. We'll keep you informed, Verdammt. Mrs. Black. Please do, Detective. Naja. Muss ich noch ein bisschen lernen, die Leute zu lesen. Aber das macht nichts. Lass doch nicht meinen Partner fahren. Wenn, fahre ich die Stadt zu Schrott. Also, kommt man da hin. Okay. Da können wir später vielleicht nochmal hin. Aber erstmal fahren wir in die Bar. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. Oops. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. But stranger things have happened. Nein, 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 du bleibst da schön weg. Mann, was ich ja alles kaputt fahre. So. Nicht schon wieder eine Straßenbahn, das brauche ich nicht. Okay, wir sind an der Bahn angekommen.
Mittlerweile ist dunkel geworden, oder was? Nee. No, you don't. Das ist bloß eine sehr, sehr finstere Ecke. Okay, aber was wir in dieser Bar treiben, das werden wir im nächsten Part erst feststellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis dato und ich sag Tschüss, ich bin der Ich bin raus. Macht's gut.